Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. Auf Anraten ihres Arztes hat Larissa Kleber ein Ekzem am Hals mit Zugsalbe behandelt. Doch das hat alles nur viel schlimmer gemacht. Sie sucht Rat bei Professor Wolfgang Pfützner vom Allergiezentrum Hessen in Marburg. Ich habe hier jetzt einmal das erste Bild, wo einfach die Zugsalbe aufgetragen war an einer Stelle mit dem Pflaster abgedeckt. Ja. Und dann war es eben nach kurzer Zeit schon so, dass hier eine leichte Rötung begann, es heiß wurde, gejuckt hat. Das andere Pflaster war noch drauf, das habe ich dann eben auch entfernt. Und dann hat sich von Tag zu Tag das Ganze verschlimmert. Hier sieht man schon, die Rötung wurde dann deutlich stärker. Und dieser Ausschlag hat sich einfach immer weiter ins Gesicht verbreitet. Bis zuletzt hin zur Nase tatsächlich auch. Also das war einfach dann eine sehr starke Reaktion. Genau. Sogar hier außerhalb des Bereichs noch lauter rote Punkte dabei. Naja. Im Allergiezentrum Hessen arbeiten Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen Hand in Hand, um Patientinnen wie Larissa Kleber besser helfen zu können. Genau wie sie selbst vermutet auch Professor Pfützner in ihrem Fall eine Kontaktallergie. Diese Punkte haben sich eben auch, davon habe ich jetzt kein Foto, aber die haben sich auch bis hin zur Nase und bis zum Mundbereich ausgebreitet. Diese Punkte sind ja ganz klassisch für eine Kontaktallergie. Die nennen wir Streuherde, nennen wir die. Also wenn außerhalb des Areals, wo es richtig reagiert, noch so kleinste, so wie Querschläger, Seitenschläger, so. Das ist ein typisches Zeichen für eine kontaktallergische Reaktion. Assistenzärztin Iris Henninghausen macht sich auf die Suche nach Belegen für diese Vermutung. Wenn wir den Verdacht haben, dann führen wir einen Epikutan-Test durch. Das ist ein Pflastertest und man bringt dabei zum Beispiel die Standardreihe auf. Das ist eine vorgegebene Reihe der häufigsten Kontaktallergene. Da ist sowas wie Nickel mit drin enthalten, Duftstoffe, Kolophonium. Genau, lauter Substanzen, die sozusagen in Deutschland bekannt dafür sind, dass sie Kontaktallergien hervorrufen. Da wurden sehr viele Substanzen getestet, in Summe, ich glaube, an die 80 Substanzen. Wir machen dann immer bei so einem Patienten eine Standardtestung, also unsere Standardreihe, die externe Inhaltsstoffreihe und die Konservierungsmittelreihe, einfach um zu gucken, liegt vielleicht noch was anderes vor, was die Patientin jetzt selbst gar nicht so vermutet. Und wir haben dann auch die Zugsalbe an sich getestet, die war dann auch deutlich positiv. Wir wollten es genauer wissen und deswegen haben wir dann nochmal die Einzelsubstanzen der Zugsalbe angefordert. Ja, das ist leider meistens gar nicht so einfach. Das heißt, man schreibt erst mal hin, würden Sie uns bitte die Einzelsubstanzen zur Verfügung stellen. Dann sagen die meist erst mal nein, weil sie vermuten, dass man ihnen vielleicht irgendwie jetzt was, weiß ich nicht, Geheimrezeptur klauen möchte oder sowas. Und dann muss man schon noch mal verdeutlichen, dass es darum geht, eine Allergie aufzudecken, dass man eben im Sinne der Patientin handelt und da jetzt nicht dem Hersteller irgendwie was Böses möchte. Und dann letztendlich hat uns der Hersteller dann auch dankenswerterweise die Einzelsubstanzen zur Verfügung gestellt. Unter den rund 80 Substanzen sind 7, auf die Larissa Klebers Körper reagiert. Besonders stark ist die Reaktion beim Thymol, einem Bestandteil des Thymianöls. Hier sieht man auch noch mal am Rücken noch einige Reaktionen. Und hier sieht man jetzt, wie die Reaktion von dem Thymol eben einfach immer stärker wurde. Und sich wirklich auch kleine Blasen gebildet haben. Das hat wehgetan. Und hier sieht man jetzt auch noch ein paar Tage später wirklich diesen Kreis drumherum, wie sich das auch immer weiter ausgebreitet hat und wurde am Ende dann auch noch mal mit einer Cortisonsalbe behandelt. Ich hatte dann 3 Ärzte am Ende um mich rumstehen, die das begutachtet haben und einfach auch gesagt haben, dass es so eine starke Reaktion gerade auch auf das Thymol dass sie das fast noch nie gesehen haben. Ja. Das bedeutet, alles meiden, was Thymol enthält. Das ist also recht selten eigentlich, dass wir sowas als eine Kontaktallergie sehen. Man kann es auch in anderen Erkältungsmitteln eventuell drin haben. Das heißt für Sie so ein bisschen, Sie müssen immer gucken, wenn Sie was sich verschrieben bekommen oder wenn Sie sich was besorgen für medizinische Behandlung, aufs Kleingedruckte schauen, ob da Thymol drin ist. Die Konsequenz ist, dass ich jetzt einen Allergiepass bekommen habe, der 6 oder 7 Substanzen enthält, die ich jetzt wirklich strikt meiden soll. Auch zu Hause jetzt einfach mal meinen ganzen Badschrank durchforsten muss. Ne? Es sind wohl oft in Zahnpasta kommt das Thymol vor, in einigen anderen Lotionen oder so etwas. Die Marburger Ärzte sind erfahrene Stoffdetektive. Zum Thema Zahnpasta hatten wir schon mal einen Fall, wo ein junges Mädchen beim Zähneputzen Atemnot bekommen hat, auch einen Hustenreiz.
Und da mussten wir dann auch die Zahnpasta-Hersteller anfragen, ob sie uns Einzelsubstanzen zur Verfügung stellen und konnten da letztendlich dann Minze als relevantes Allergen für die Patientin rausfinden. Thymol kommt in größeren Mengen nicht nur im Thymian vor, sondern zum Beispiel auch in Rosmarin oder Majoran. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Larissa Kleber auch auf diese Kräuter allergisch reagiert, sagt Professor Wolfgang Pfützner. Das müsste man dann nochmal separat testen. Vom chemischen Aufbau sind das ja manchmal nur einzelne Atome, die anders angeordnet sind. Das kann für den allergologischen Effekt ein Riesenunterschied sein. Und wenn da jetzt eben von dem Aufbau des Moleküls sich nur durch ein Atom die ganze Struktur ein bisschen ändert, dann kann das sein, dass das Immunsystem das nicht mehr als Allergen erkennt und dass es vertragen wird. Dann, ne? Wenn wir das auch noch getestet haben, dann bin ich gut aufgestellt. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 Euro gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt. Einen großen Wertanstieg. Da 200.000 Euro gewonnen, da 300.000 Euro gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert. All I hear, go get the